Der Legoland Fabrikshop. Für viele von euch wahrscheinlich das Highlight des Legoland Deutschlands. Danke auf jeden Fall, dass ihr so super unsere Videos dazu eingeschaltet habt. Wir haben dort schon, ich glaube, mehrere tausende Euros ausgegeben. Sie haben dort immer wieder tolle Teile und ja, als Lego-Bauer kommt man einfach nicht daran vorbei. Jetzt ist es folgendes, ihr schreibt uns immer wieder, ja, 9,90 € für 100 Gramm, das hört sich jetzt teuer an. Andererseits ist das auch günstig für manche Teile. Welche Teile sind denn da jetzt überhaupt zu empfehlen? Wir arbeiten seit mehreren Monaten hinter den Kulissen an einem Preisvergleichsvideo Bricklink und Legoland und wir sind immer wieder vor das große Problem gestoßen worden, dass einfach die Preise auf Bricklink sehr stark fluktuieren. Es gibt tausende verschiedene Lego-Teile, es kommt auf die Farbe drauf an, es kommt auf den Typ drauf an und so weiter. Also es ist nicht besonders einfach, hier einen Preisvergleich zu ziehen. Wir haben uns jetzt dennoch ein bisschen hinter den Computer gesetzt und für euch eine kleine Übersicht gemacht und die wollen wir euch jetzt zeigen. Und zwar ist das der Bricks Go Wild. Hier ist er, Bricks Go Wild Legoland Fabrik Preisguide, den ihr euch runterladen könnt, den ihr euch ausdrucken könnt. Ihr könnt ihn auch gerne verändern, nur bitte nicht unsere Version. Die Version, die ihr hier seht, ist jetzt mal die Version 1. Die wird natürlich jetzt laufend verändert und erweitert und ich wollte euch heute mal einen kleinen Überblick geben, was wir da gemacht haben. Es ist natürlich so, dass wir schon ein paar Mal gesagt haben, dass sich bei 9,90 € für 100 Gramm Lego-Teile nicht jedes Teil auszahlt. Also ihr müsst da schon ein bisschen vergleichen. Wir haben schon mit ein paar Leuten geredet, die haben gesagt, sie haben eingekauft ohne Limit und waren da unvorbereitet und haben dann doch ziemlich tief in die Taschen gegriffen und hätten manche Teile viel günstiger auf Bricklink oder sogar teilweise bei Lego bekommen. Was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir haben hier ein Excel-Dokument, also eigentlich ein Google-Tabellendokument, welches auch online verfügbar ist. Den Link gibt es dann in der Videobeschreibung und ich blende ihn euch auch ein. Wir haben das erstellt und wir haben da jetzt mal die gängigsten Teile, jedenfalls, was wir denken, was die gängigsten Teile sind, aufgelistet. Das heißt, ihr habt jetzt hier die Kategorien Bricks, dann folgen Plates, dann haben wir Tiles und dann haben wir jetzt angefangen, noch diverse Sonderteile, die sehr beliebt sind, aufzulisten. Und wie das Ganze funktioniert ist, ich habe hier einfach mal die gängigsten Bricks, also einmal 1, einmal 2, einmal 3, einmal 4 und so weiter, dann auch die 2 Breiten, 2x2, 2x3, 2x4, 2x6 und 2x8 aufgelistet mit der Teilenummer, damit ihr sie auch bei Bricklink schnell findet. Vielleicht versehe ich das noch mit einem Link, dass wenn man hier draufklickt, dass man gleich zum Teil auf Bricklink kommt. Und dann habe ich mir von Bricklink, das ist ja dort ersichtlich, bei jedem Teil die Gewichte rausgesucht. Also zum Beispiel ein 1x1er Brick hat 0,44 Gramm. Ob das jetzt genau geeicht ist, weiß ich nicht. Das sind die Angaben von Bricklink und auf die vertrauen wir jetzt mal. Dann haben wir ein bisschen Zauberei walten lassen. Ich bin nicht besonders gut in Mathematik. Ich bin auch bei der Matura oder bei der Abitur für euch Deutschen durchgefallen damals. Deswegen haben wir den Computer rechnen lassen. Und der kommt dann zu dem Schluss, dass zum Beispiel in der Fabrik ein 1x1 Brick 0,0436 € kostet, also ja 4 Cent und ein bisschen was. Ich habe dann noch, weil viele von euch ja auch Jahreskartenbesitzer sind, den 20% Gutschein hier extra angeführt. Also wenn ihr einen großen Einkauf in der Fabrik tätigt und dann diesen 20% Gutschein auf einen Einkauf eurer Wahl setzt, dann kommt ihr hier weniger 20% dann auf 3,48 Cent. Und ich habe dann hier, da habe ich mich als erstes verschrieben, ich habe das jetzt so gelassen, weil es mir gefällt, ob das eine gute Preis ist. Das ist natürlich immer die Frage. Ich habe das jetzt mal für uns, Bricks Go Wild, in Ampelfarben markiert. Ihr könnt euch das natürlich sehr gerne auch noch einstellen, wie ihr das wollt. Ich finde ganz im Allgemeinen, dass speziell wenn man jetzt den 20% Gutschein setzt, dass 3 Cent für einen 1x1er Brick jetzt nicht besonders günstig ist, aber dass man da zuschlagen kann. Ihr müsst ja immer mit einberechnen, oder auch wir speziell in Österreich, dass ihr Versandkosten mit aufrechnen müsst. Ihr müsst immer damit rechnen, dass es viele Teile vielleicht gar nicht in der Menge gibt, die ihr braucht. Und wenn ihr schon mal in der Fabrik seid und ihr braucht für euer Mock, keine Ahnung, 50 1x1er Bricks in Rot, dann, auch wenn sie bei Bricklink um vielleicht einen halben Cent billiger sind, bitte nehmt sie einfach in der Fabrik, denn wenn ihr schon mal dort seid, spart ihr euch die Versandkosten, ihr spart euch das Hin- und Hergeschreibe mit dem Händler, wenn ihr sie irgendwo bei Kleinanzeigen kauft und so weiter. Also ganz
ehrlich, ich habe die Teile, die vom Preis her okay sind, vielleicht keine absoluten Schnäppchen, aber die man einfach dort nehmen kann zu dem Preis, den sie verlangen, hier mit grün markiert. Bei Gelb ist es so, dass es ein bisschen schwieriger ist zu sagen. Da gibt es Steine, bei denen das sich auf jeden Fall noch auszahlt. Da kommt es speziell auch auf die Farbe drauf an. Also zum Beispiel beim 1x2er Brick für 8 Cent und dann 6,5 Cent. Wir schauen dann gleich ein paar Beispiele an. Wird es wahrscheinlich Farben geben, wo sich das gerade noch auszahlt. Vielleicht Dark Tan, vielleicht Dark Green und so weiter. Und es wird auch Farben geben, wo das nicht mehr ein guter Preis ist. Generell, je größer die Teile, also alle, die hier jetzt dann folgen bei den Bricks, die zahlen sich dann immer weniger aus, weil die einfach sehr schwer sind und weil die dann preislich einfach nicht mehr interessant sind. Ich meine, schaut euch mal an, ein 2x8 Brick kostet zum Regulärpreis 47 Cent. Ich glaube nicht, dass das noch interessant ist. Genauso ein 2x4 Stein fast 23 Cent. Das ist einfach kein besonders guter Preis mehr hier in der Fabrik. Nicht mal, wenn man den 20% Gutschein einsetzt. Ich habe hier dann noch eine Spalte für euch gemacht mit Info und Kommentare. Hier könnt ihr euch zum Beispiel, wenn ihr ins Legoland fahrt, könnt ihr euch hier schon ein bisschen vorbereiten. Vielleicht schaut ihr unser Video an, wenn ihr wollt, oder sucht euch eine andere Übersicht über das aktuelle Teilesortiment im Legoland, im Fabrikshop. Und ihr könnt euch dann hier zum Beispiel einschreiben, ihr braucht, keine Ahnung, 30 Stück von diesem Teil in Rot, oder ihr schaut, ob es irgendwas noch gibt, da könnt ihr euch hier selbst Kommentare machen. Ihr könnt auch hier, wenn ihr das ausdrucken wollt, das passt jetzt momentan, weil es nicht so viele Teile sind, recht schön auf eine Seite, auf eine A4-Seite, aber ihr könnt euch das natürlich ausdrucken, wie ihr wollt. Dann geht es weiter mit Plates. Plates und auch Tiles dann als nächstes, die sind schon sehr, ja, gut preislich dort, also weil die sehr leicht sind. Der 1x1 Plate kostet nicht ganz 2 Cent, 1x2 3,5 Cent und so weiter. Und natürlich ist das alles immer in Relation zu sehen, weil ich weiß, und es werden sicher Kommentare kommen, dass man das viel günstiger bekommt und dass das bei Bricklink auch viel billiger ist zum Teil, aber wir haben das jetzt auch mal für unsere Bedürfnisse ein bisschen angepasst und vielleicht, ja, soll das einfach nur für euch eine Preisinformation sein, damit ihr euch ausrechnen könnt, wie viel euer Einkauf dort ungefähr kosten wird und mit was ihr dort zu rechnen habt. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Mock baut und ihr braucht viele 1x6er Steine dafür, dann wird das Legoland, der Fabrikshop, mit 23, fast 24 Cent pro einem 1x6er Stein vielleicht euch nicht die passende Anlaufstelle sein. Anders verhält es sich allerdings bei Plates und bei Tiles. Speziell die Tiles sind sehr interessant preislich, weil die eben extrem leicht sind. Da haben die meisten unter 1 Gramm, und natürlich, wenn Tiles bedruckt sind, und ihr habt es ja vielleicht im Video gesehen, es gibt viele bedruckte Tiles, dann ist das natürlich noch viel attraktiver und interessanter vom Preis. Ich habe jetzt hier auch noch ein paar Sonderteile und wir schauen dann gleich ein paar Fallbeispiele an, damit ihr euch da noch mal ein konkretes Bild machen könnt. Ich habe hier die Sonderteile genommen, die wir gerne einkaufen. Die Liste wird jetzt natürlich laufend erweitert, das heißt, dass, wenn ihr das Video erst ein bisschen später ansieht, kann es sein, dass dieses Dokument schon ein bisschen anders aussieht. Ich habe hier Blätter genommen, Palmenblätter, normale Baumblätter, dann den Mauerstein, der sehr beliebt ist, wobei natürlich ein 1x2 Mauerstein mit 0,77 Gramm wiegt fast dasselbe wie ein normaler 1x2er Stein. Also es ist dann im Prinzip wurscht, ob ihr da jetzt einen normalen 1x2er Stein als Preisreferenz hernehmt oder einen 1x2er Stein irgendwie mit so Snot Löchern, damit ihr auf die Seite bauen könnt, oder ob das ein Mauerstein ist. Die sind vom Preis her dann natürlich sehr, sehr ähnlich. Ich habe dann auch noch Burbs und Lurbs hergenommen, die schauen wir uns gleich an. Und ein paar andere Teile, die wir einfach gerne im Legoland kaufen, damit wir mal selbst eine Information haben. Ja, jetzt schauen wir uns ein paar Fallbeispiele an. Ich habe Bricklink nebenbei offen. Beispielsweise ein Burb, das sind diese großen Teile, diese Mauerteile, diese Steinsfelsen, die haben 19,7 Gramm ein Stück, also die sind extrem schwer, haben also in der Legoland-Fabrik einen Preis von 1,95 Euro, fast 2 Euro, wenn man den Gutschein einsetzt, 1,56 Euro. Und da schauen wir mal, ich habe das jetzt mal mit grün markiert, weil ich mir gedacht habe, das ist ein guter Preis, und wir schauen uns das jetzt mal an, wie das dann in Natura so aussieht. Also machen wir den Prozess vielleicht nochmal von vorne. Ihr geht auf Bricklink, gebt dann die Teilenummer ein, die hier auch auf diesem Dokument versehen ist, 6082, und ihr habt dann hier das Teil. Dann müsst ihr zuerst natürlich noch die Farbe auswählen, und
auf Items for Sale gehen und dann müssen wir natürlich, und das wird jetzt den Preis sonst extrem verfälschen, bei Condition müssen wir jetzt auf New gehen und ich würde mal sagen, wir lassen uns die Teile auf jeden Fall nur aus der Europäischen Union anzeigen und damit wir die Streuung nach unten jetzt da nicht mit verfälschten Ergebnissen vor uns haben, würde ich bei den Mengen auf jeden Fall ein bisschen hinaufgehen. Wir brauchen jetzt zum Beispiel noch mindestens 20 oder 30 solche Rock Pieces. Meistens ist, wenn ihr es auf 1 lasst, gibt es immer einen Verkäufer, der noch ein Stück hat und das verkauft er ab oder vielleicht auch 2 Stücke. Und ihr seht schon, bei diesen neuen Burbs haben wir jetzt den günstigsten in Europa mit 2,55 € und der günstigste in Deutschland mit 2,99 €. Vergleich hier 2,55 € und hier sind wir bei 1,95 €. Ist jetzt vielleicht kein großer Preisunterschied, aber so wie wir, die schon mehrmals dort um 5, 6, teilweise 700 € eingekauft haben, macht das schon einen Unterschied, vor allen Dingen auch wenn man mit der Jahreskarte und mit dem Gutschein einkauft. Schauen wir uns vielleicht noch ein paar andere Beispiele an, ein paar andere Teile. Vielleicht nehmen wir uns einen 1x6er Stein, 3 und dann 3 die 6. Das ist jetzt wie gesagt, da habe ich selbst noch nicht geschaut, also das ist eine Plate, sorry. 1x6er Plate. Und da würde ich auch auf jeden Fall bei Condition auf New gehen und auch als Europäische Union. Und da müssen wir schon ein bisschen höher gehen mit der Mindestanzahl, damit wir da gute Referenzen bekommen. Was haben wir da für einen Vergleichspreis? Wir haben hier in der Fabrik kostet eine 1x6er Platte 10 Cent bzw. 8,5 Cent. Und ihr seht schon, es gibt hier jetzt schon extrem große Unterschiede und das ist das, was einfach unsere Arbeit hier mit dem Preisvergleich so schwer gemacht hat. Wenn ihr das Teil in Lavendel braucht, gibt es hier einen Verkäufer aus Polen, der hat die um 2 Cent, also da würden wir auf keinen Fall dazu raten, dass ihr das Teil dann in der Fabrik kauft. Aber ich gehe jetzt mal zum Beispiel bei den Farben zu ein bisschen selteren Farben, zum Beispiel Dark Tan. Gut, da haben wir auch jemanden, der sie um 3 Cent verkauft, in Deutschland zum Beispiel. Also da kommt es wirklich stark darauf an, welche Farbe ihr wollt und woher ihr sie auch bezieht. Hier zum Beispiel in Light Bluish Gray, wenn ihr sie aus Deutschland beziehen wollt, dann bezahlt ihr hier 6 Cent pro Stück. Verkäufer hat allerdings nur 106 Stück, also es kommt darauf an, wie viele ihr braucht. Hier würde man bei dieser Übersicht selbst wenn man den Gutschein nimmt, 2,5 Cent mehr bezahlen. Da kommt es halt dann darauf an, wie viele Steine bezieht man sonst noch von dem Händler, wie viel ist der Versand. Deswegen habe ich das hier jetzt mal eigentlich ganz richtig mit Gelb versehen. Schauen wir uns noch einen anderen, bei den Sonderteilen ist es fast ein bisschen einfacher, weil die nicht in so vielen Farben verfügbar sind. Schauen wir uns vielleicht noch dieses Zaunelement an mit diesem Ornament, welches wir auch immer ganz gerne kaufen. Wie ist da die 19121? Habe ich mich da jetzt verschaut? Nein, das passt sogar. Kommt natürlich auch wieder auf die Farbe drauf an, wahrscheinlich, die man hier nimmt. Wir werden jetzt einfach mal bei Schwarz bleiben, glaube ich. Dann lassen wir uns wieder nur die neuen anzeigen. Also wenn ihr gebrauchte Teile sehr viel auch kauft, wie es auch wir machen, dann ist das natürlich ganz anders. Die Steine in der Fabrik sind neu. Da darf man sie nicht mit gebrauchten Steinen auf Bricklink vergleichen natürlich. Wir haben hier jetzt den günstigsten Verkäufer in Polen. Ich habe jetzt 20 Stück eingegeben, weil von den Zaunelementen braucht man normalerweise immer ein bisschen mehr. 16 Cent und in Deutschland der günstigste 20 Cent. Was haben wir hier in der Fabrik? Wir haben hier ohne der Jahreskarte auch 16,7 Cent und mit dem Jahreskartengutschein 13 Cent. Also hier sind wir auf jeden Fall dann ein bisschen günstiger. Und es ist ja auch so, dass man dort dann, wenn man zum Beispiel mit mehreren Personen dort ist, dass man dort in der Fabrik auch mit mehr Leuten auch mehr einkaufen kann. Ich meine, schaut euch mal das Sortiment dort an und dann kann man schon damit rechnen, dass man da auch wirklich gute Mengen dafür bekommt. Wenn die Teile unter 1 Gramm teilweise sind, bekommt man ja pro Person über 100 Stück. Das heißt zum Beispiel wie wir waren jetzt immer wieder mal mit der Familie oder ich war zum Beispiel zu 4 im Legoland jetzt. Wir konnten pro Teil
400 Gramm einkaufen auf eine Rechnung, also das ist dann schon einiges. Man sieht es auch im Legoland übrigens im Fabrikshop, dass diese großen Basic Bricks nicht besonders beliebt sind. Da halten sich die Leute einfach fern, weil es keinen Sinn macht, ein Teil um, keine Ahnung, 30, 40, teilweise 50 Cent zu kaufen. Aber bei den kleineren Spezialteilen, wenn ich da mal im Video ein bisschen nach vorne skippe, speziell auch natürlich bei den Fliesen und den bedruckten Fliesen ist das wirklich der beste Preis, den wir bis dato gesehen haben zum Teil. Manche Teile sind auf Bricklink oder auch auf den Kleinanzeigen, wo auch immer ihr sie kauft, auch bei Lego direkt 10-mal so teuer. Und wie gesagt, ich weiß, ihr werdet jetzt in die Kommentare schreiben, es gibt bei der Pick-a-Brick-Wall oder ihr habt einen Verkäufer, der verkauft euch das noch günstiger. Das kann durchaus sein. Es ist nur unsere Warte, wir haben keinen Lego-Store in der Nähe, wir haben keine Pick-a-Brick-Wall in der Nähe und wir müssen immer auch nach Österreich mit sehr hohen Versandkosten rechnen und da ist einfach das schneller mal gegeben, dass sich ein Einkauf hier in der Legoland-Fabrik auszahlt. Und ich habe mir gedacht, ich erstelle für euch einfach mal diese Übersicht hier. Macht damit, was ihr wollt. Ihr dürft sie auch gerne, wie gesagt, ausdrucken, teilen. Falls ihr sie erweitern wollt und ihr habt die Idee, dass ihr hier noch ein paar andere Teile anfügt, die interessant sind. Ich habe jetzt momentan die Schreibsperre aktiviert, weil sonst sicher irgendwelche Leute herkommen und mir das alles löschen. Falls ihr aber Interesse habt, hier an dieser Liste ein bisschen weiterzuarbeiten. Das ist alles mit mathematischen Formeln. Also hier seht ihr es, ich habe das alles so toll eingetragen, damit man das schnell und schön ausrechnen kann. Falls ihr da Interesse habt, dann könnt ihr euch sehr gerne melden, dann bekommt ihr natürlich eine Schreibvorgabe. Auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, gerne her damit. Das ist wie gesagt jetzt nur mal die Version 1. Die soll euch ein bisschen eine Hilfe sein, damit ihr mal sehen könnt, wie die Preise in der Legoland-Fabrik so gestaltet sind. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt oder Anregungen, wie wir es besser machen können, wie wir es anders machen können, dann sehr gerne her damit. Link zum Dokument findet ihr in der Videobeschreibung. Ladet es euch gerne runter und dann sehen wir uns vielleicht demnächst wieder im Legoland Fabrikshop. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Schöne Grüße von Rita, die füttert gerade Tim und wir sehen uns dann demnächst. Tschüss!